a little sentimental, 'cause I know that things have to change, but I'd still like to go for a train ride, 'cause I've got a thing about trains. Das ist ein Ausschnitt aus dem heutigen Song I've Got a Thing About Trains, sinngemäß übersetzt: Ich habe etwas für Züge übrig. In seinem ersten Konzeptalbum Ride This Train sitzt Johnny Cash im Zug, reist durch sein Land und singt über Menschen und Geschichten, die dieses Land geprägt haben. Die Story dazu und der passende Song ist Thema meiner heutigen 37. Folge Memories of Johnny. Wie immer kannst du mit der Kapitelmarkierung gleich zum Song springen. Ich freue mich aber, wenn du dran bleibst. Damit herzlich willkommen zu Memories of Johnny. Gleich nach dem kurzen Intro geht's los. Hello, I'm Johnny Cash. Johnny Cash hatte eine ganze Menge für Züge übrig. Er liebte die Eisenbahn und er liebte Geschichten und Songs über die Eisenbahn. Schau dazu auch gern nochmal meine 3. Folge mit dem Titel Eisenbahngeschichten aus meiner Videoreihe an. Für Cash bedeutete die Eisenbahn Abschied und Wiedersehen, Fernweh und Heimweh, unglückliche Liebe, glückliche Liebe, Freude, Leid und Trauer. Das ganze Leben war für ihn wie eine Zugfahrt auf den Gleisen. Es gibt Kurven, Weichen, Tunnels und sonstige Hindernisse bis zum Zielbahnhof. Dass Cash aber nicht nur über Züge, Eisenbahn und Lokomotive gesungen hat, bewies er mit seinem ersten Konzeptalbum Ride This Train. Man möchte vermuten, dass sich dahinter Eisenbahnsongs verstecken, das ist hier aber nicht der Fall. Johnny Cash sitzt im Zug, reist durch das Land, er schaut aus dem Fenster auf dieses Land und er singt über Menschen, Geschichten und Vorkommnisse, die dieses Land geprägt haben. So wie die Geschichte Amerikas nicht immer friedfertig war, so bewegend, schonungslos und ehrlich sind einige der Songs daraus. Eine Besonderheit des Albums ist, dass Cash zwischen diesen Songs auch Geschichten dazu erzählt. Begleitet wird das Ganze von dem Geräusch eines fahrenden Zuges und dem Pfeifen der Dampflokomotive. Dieses Geräusch ist hier im Hintergrund zu hören. Hinter mir könnt ihr übrigens auch sehen, steht das Doppelalbum, was sich in meinem Besitz befindet. Das ist nicht das Originalkonzeptalbum, es ist eine Nachpressung von 1974 bis 76 und darauf befindet sich das Konzeptalbum in der kompletten Länge sowie die bekanntesten seiner Eisenbahnsongs in einer, wie ich sagte, Doppel-LP. Das Originalcover blende ich mal ein. Cash steht auf dem Berg in Cowboy-Montur, hinter ihm der Zug. Die Überschrift A Stirring Travelogue heißt ein aufrührender Reisebericht oder ein bewegender Reisebericht. Zu Beginn rezitiert Cash schlicht einige Ortsnamen, darunter auch viele, die nach Indianerstämmen benannt sind. Stämme, die es schon lange gab, bevor die ersten weißen Siedler nach Amerika gekommen sind, aber auch Stämme, deren Namen und Existenzen heute im Prinzip fast verschwunden sind. Dann geht die virtuelle Fahrt los zu einer Kohlenmine und einer Familie, die durch die Arbeit in dieser Kohlenmine nicht reich wird, die aber aus Tradition daran festhält. Cash erzählt weiter bei der virtuellen Fahrt durch die weite Prärie von einem der brutalsten Killer des Wilden Westens, John Wesley Harding. Das ist übrigens derselbe, der auch eine Rolle in Ballads of the True West spielt. Das habe ich in meiner letzten Folge vorgestellt, die Nummer 36, schau sie gerne nochmal an. In der Prärie begegnet ihm und damit auch uns dann der Slow Rider, ein Menschen, der auf seinem Pferd durch die Prärie reitet. Er vermisst auch seine Frau, seine Kinder, das heimische Leben, aber er reitet immer weiter. Cash fährt weiter nach Oregon und singt dort über einen Holzfäller, dem Lumberjack. Danach erreicht er Louisiana, wo eine dunkelhaarige Schönheit namens Doreen auf dem See Pontchartrain nach einem Streit mit ihrem Geliebten mit ihrem Boot untergeht. Danach geht es den Mississippi entlang zu einem Gefängnis in Memphis, wo eine Chain Gang
Menschen, die angekettet sind, da auch ihrer Arbeit nachgehen, nämlich diesen berühmten Steineklopfen. Und dann verändert sich auch die Geräuschwelt zu diesem Song, dass man das Steineklopfen und das Hallen auf dem, das Klirren dieser Ketten auch weithin hört. In South Carolina angekommen, erzählt und singt Cash über ein Familienfest, auf dem sein Vater die Dobro spielt, während Papa played the Dobro. Dobros sind eigentlich normale akustische Gitarren, bei denen im Korpus aber noch ein Trichter den Schall verstärkt, so dass dieses Instrument im Vergleich zu normalen akustischen Gitarren deutlich lauter klingt. Cash beschreibt im Begleittext zu seinem Album, Papa wusste nicht viel von Musik nach realen musikalischen Maßstäben, aber wenn er Dobro spielte, hat es sich gelohnt, dafür sitzen zu bleiben. Zitat Ende. Der nächste Halt ist Arkansas, Johnny Cashs Geburtsland. Er singt und erzählt über Baumwolle und die früheren Zeiten aus Sicht eines aufgeklärten Sklavenhalters, der immer freundlich zu seinen Arbeitern war. Der Titel ist Boss Jack. Die Fahrt endet in Iowa, wo es um Geschichten und die Einflüsse der zahlreichen irischen Einwanderer geht. Das Album erschien 1960 und konnte sich nicht in den Charts platzieren. Solche rührenden Reiseberichte, Stirring Travelogues, waren offenbar nichts für die damalige Zeit. Inzwischen soll dieses Album aber zu seinen beliebtesten und meistverkauften zählen. Um Johnny Cash ein Stückchen mehr kennenzulernen, lohnt es sich wirklich, in dieses Album mal reinzuhören. Mein heutiger Song ist tatsächlich nicht von diesem Album, aber ich habe ihn gewählt, weil er beschreibt wunderbar, welche Rolle die Eisenbahn in Cashs Leben spielte und warum er genau dieses Reisemittel für sein Konzeptalbum ausgewählt hat. Und so klingt er. Train, train, train. I've got a thing about trains. I get a sad kind of feeling when I see a passenger train in this fast-moving world that we're living. Nobody rides it much these days. Maybe I'm a little sentimental, 'cause I know that things have to change. But I'd still like to go for a train ride, 'cause I've got a thing about trains. Train, train, train. You're fading from the scene, but you've had your days of glory. Train, train, train. They say you're too slow for travel, but I'm gonna miss you someday. When my little boy says, Daddy, what was it like to ride a train? I just say it was a good way to travel, when things didn't move quite so fast. And I'm sorry, son, that you can't ride one. The trains are a thing of the past. Train, train, train. You're fading from the scene, and I'm gonna mourn your passing. Train. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in meiner nächsten Folge wieder. 1968 hat Johnny Cash ein weiteres Konzeptalbum über sein Land produziert. Der Titel From Sea to Shining Sea. Dieses Album stelle ich in meiner nächsten Folge vor und präsentiere daraus den Song Another Song to Sing. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund.